Hallo, liebe Zuschauer. Heute lösen wir ein Mathe-Rätsel. Die Aufgabe lautet: Ein Mann wiegt 120 Kilogramm minus das Drittel seines Gewichts. Wie viel wiegt der Mann? A. 90 Kilogramm, B. 80 Kilogramm oder C. 70 Kilogramm. Diese Aufgabe scheint auf den ersten Blick einfach zu sein. Aber 70% der Menschen werden diese Aufgabe zunächst falsch lösen oder die richtige Antwort nicht finden. Was ist der Grund dafür? Der Grund dafür liegt in der Interpretation der Aufgabe. Für sie scheint die Aufgabe eine einfache Subtraktion zu sein. Also, wenn man die Aufgabe direkt angeht, schreibt man 120 Kilogramm minus das Drittel seines Gewichts. Das heißt 120 Kilogramm durch 3. Findet man schnell 80 Kilogramm. Was eigentlich falsch ist. Man übersieht, dass das Gewicht des Mannes selbst in die Berechnung einbezogen werden muss. Die Lösung dieser Aufgabe erfordert dann in Wirklichkeit ein gewisses Verständnis für Brüche und das Umstellen von Gleichungen. Um diese Aufgabe zu lösen, gehen wir schrittweise vor. Erster Schritt. Wir bezeichnen das Gewicht des Mannes mit einer unbekannten Variable, wie zum Beispiel x. Zweiter Schritt. Wir formulieren den mathematischen Ausdruck. In der Aufgabenstellung steht, dass der Mann 120 Kilogramm minus das Drittel sein Gewicht wiegt. Das Drittel sein Gewicht ist also 1/3 von x. 1/3 von x ist nichts anderes als 1/3 mal x. Das ist auch gleich x durch 3. Wenn wir jetzt die gesamte Aussage mathematisch formulieren, erhalten wir dann x, das Gewicht der Mann, ist 120 minus das Drittel seines Gewichts x durch 3. Das ist unsere Gleichung 1. In der Gleichung 1 haben wir in der rechten Seite einen Bruch. In der dritten Schritt eliminieren wir den Bruch von der rechten Seite. Um den Bruch in der rechten Seite der Gleichung 1 zu eliminieren, multiplizieren wir beide Seiten der Gleichung 1 mit 3. Wir erhalten dann 1, Gleichung 1 führt zu x gleich 120 minus x durch 3. Ich multipliziere die beiden Seiten mit 3. 3 mal x gleich 3 mal im Klammer 120 minus x durch 3. 3 mal x ist nichts anderes als 3x gleich 3 mal 120 minus 3 mal x durch 3. 3 mal 120 ist nichts anderes als 360 minus 3 mal x durch 3 ist nichts anderes als x. Wir erhalten dann 3x gleich 360 minus x. Das ist unsere Gleichung 2.
In den nächsten Schritt lösen wir dann die Gleichung 2. Die Gleichung 2 führt zu 3x gleich 360 minus x. Wir wollen jetzt die Gleichung nach x auflösen. Zuerst addieren wir x zu beiden Seiten der Gleichung, um x auf der linken Seite zu haben. Wir haben dann 3x plus x ist nichts anderes als 360 minus x plus x. Auf der rechten Seite minus x plus x ist nichts anderes als 0. Das heißt, 3x plus x ist nichts anderes als 4x. 4x gleich 360. Wir teilen jetzt beide Seiten der Gleichung durch 4, um den Wert von x zu isolieren. 4x durch 4 gleich 360 durch 4. 4x durch 4 ist nichts anderes als x und 360 geteilt durch 4 ist nichts anderes als 90. Das heißt, der Mann wiegt 90 Kilogramm. In dem letzten Schritt überprüfen wir das Ergebnis. Also, das Drittel des Gewichts des Mannes ist dann 90 Kilogramm geteilt durch 3. Das ist nichts anderes als 30 Kilogramm. Wenn wir jetzt 120 Kilogramm minus 30 Kilogramm rechnen, erhalten wir dann 90 Kilogramm. Also das Ergebnis stimmt mit unserem berechneten Wert überein. Daher ist die Lösung korrekt. Die Antwort A wäre dann die richtige Antwort. Somit sind wir dann zu Ende dieses Videos angekommen. Wenn das Video Ihnen gefallen hat, dann abonniere den Kanal und vergessen Sie nicht, die Glocke zu aktivieren. Beim Fragen schreiben Sie bitte in den Kommentar oder lassen Sie mir eine Nachricht zukommen. Wir sehen uns dann in das nächste Video. Bis dahin. Tschüss.